Amiga Bench. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amiga Bench. Heute möchte ich euch ein Programm vorstellen, welches im Amiga-Alltag unverzichtbar erscheint, vor allem wenn man viel mit ADF-Dateien und Backups zu tun hat. Es gibt gewiss ein Dutzend Programme, mit denen man ADFs erstellen und beschreiben kann. Mit GoADF warten allerdings ein paar Besonderheiten auf, welches das Programm von der restlichen Masse etwas hervorhebt. GoADF wurde und wird von Krzysztof Donat entwickelt, welcher unter dem Entwicklernamen Bitplan mehrere Softwareprojekte realisiert hat. Ein Blick auf seine Homepage ist auf jeden Fall zu empfehlen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Was kann GoADF? GoADF kann jegliche Information eines Diskettenabbilds auslesen, es in verschiedene Formate konvertieren, scannen und erstellen. Hört sich erstmal simpel an, aber unter der Haube steckt mehr, als man erstmal vermutet. Unterstützt werden neben dem ADF-Format ebenfalls ADZ-Images, also gezippte oder komprimierte ADFs, DMS und XFE-Dateien. Letzteres wird sicher für HXC-Floppy-Emulator-Besitzer interessant sein. Mit GoADF lassen sich allerdings nicht nur die ADFs als virtuelle Laufwerke anmelden, es ist ebenfalls möglich, innerhalb der ADFs, ähnlich wie in einem Dateimanager, zu browsen und einzelne Dateien auf die Festplatte zu entpacken. Darüber hinaus bietet das Programm naturgemäß die Möglichkeit, Disketten-Images auf echte Floppies zu schreiben. Eine Besonderheit von GoADF ist der sogenannte Block Exploration Mode, mit dem es möglich ist, den Block einer Image-Datei im ASCII- und Hex-Format zu begutachten. Kommen wir zu den Voraussetzungen. GoADF benötigt mindestens einen 68000 Prozessor, 1 MB RAM, Kickstart 2.0 oder größer, eine Festplatte und die XVS Library. Letzteres ist unentbehrlich für den integrierten Virenchecker. Die Installation von GoADF ist ziemlich einfach. Ihr müsst dazu lediglich das Archiv am gewünschten Zielort entpacken und gegebenenfalls das Keyfile in das Hauptverzeichnis kopieren. Sobald wir das Programm starten, werden wir auch schon von einer gut strukturierten und übersichtlichen Benutzeroberfläche begrüßt. Zunächst aber werfen wir einen Blick in das Konfigurationsmenü. Wie es unschwer zu erkennen ist, wurde GoADF in seiner voreingestellten Konfiguration auf einem eigenen Bildschirm geöffnet. Hier können wir nun die verschiedenen Parameter einstellen und bei Bedarf das Programm auch auf dem Workbench-Bildschirm in einem Fenster laufen lassen. Die Menüpunkte Fonts und Verzeichnisse sind hierbei selbsterklärend. Hier können wir die Schriftart der Benutzeroberfläche ändern und die Arbeitsverzeichnisse für GoADFs Operation anpassen. Die Voreinstellungen sind hier in der Regel ausreichend. Unter virtuelle Laufwerke können wir nun die Anzahl der Laufwerke einstellen und festlegen, welches Device als Grundlage genutzt werden soll. Voreingestellt ist das GoADF-Device. Alternativ gibt es noch das ADF-Device von Björn Vogelsang, welches schon ab OS 1.3 lauffähig ist. Es benötigt allerdings einen 68020 Prozessor oder größer und ist somit auf unaufgerüsteten 68K-Maschinen nicht lauffähig. Die Anzahl der virtuellen Laufwerke lässt sich hierbei zwischen 4 und 8 ändern. Wer also vorhat, mal ein Spiel mit zu vielen Disketten zu installieren, hat hier die Möglichkeit, es sich etwas bequemer zu machen. Im vorletzten Menüpunkt können wir nun noch einstellen, ob der Splash-Screen bei Programmstart angezeigt und ob das Programm ohne Rückfrage beendet werden soll. Zu guter Letzt haben wir noch die Möglichkeit, die Sprache der Benutzeroberfläche zu ändern. Soweit, so gut. Kommen wir gleich mal zur Benutzeroberfläche. Ziemlich übersichtlich und simpel gehalten. Sicher wäre eine intuitivere oder durchdachtere Strukturierung von Vorteil, da es in seinem jetzigen Umfang doch ziemlich viel Platz einnimmt. Wir können also als erstes schon mal eine ADF-Datei einlesen. Das Laden eines Stammverzeichnisses listet uns dabei alle verfügbaren Image-Dateien auf, welche anschließend in das Programm eingeladen werden können. Ein schönes Feature hierbei ist, dass die zugrunde liegenden Metadaten direkt ausgelesen und angezeigt werden. Block Exploration Mode.
So nennt sich in GoADF die Möglichkeit, jeden einzelnen Block einer Diskette zu scannen und dem Hex- und ASCII-Format zu begutachten. Dabei kann man wahlweise sich durch jeden einzelnen Block durchklicken oder gezielt auf den Boot-, Root- oder Bitmap-Block springen. Ein nettes Feature an dieser Stelle ist der Virenscanner, so dass man nun die jeweiligen Blöcke nach Viren scannen kann. Ein kompletter Virenscan ist ebenfalls möglich, dazu später mehr. Ein weiteres nützliches Feature von GoADF ist der Dateibrowser, mit dem man nicht nur den Inhalt eines Abbilds betrachten, sondern auch einzelne Dateien direkt auf Festplatte extrahieren kann. Diese Funktion ist naturgemäß nur mit DOS-formatierten Abbildern möglich. Was wäre ein Disk-Image-Programm ohne die Möglichkeit, die Images auf Diskette zu schreiben? Hier hat man die Möglichkeit, sein ADF- oder DMS-Image auf eine Floppy oder falls vorhanden auf eine RAR-Disk zu schreiben. Zur Wahl stehen ebenfalls die Optionen einer vorherigen Formatierung und Überprüfung, ob die Tracks fehlerfrei geschrieben wurden und ebenfalls fehlerfrei gelesen werden können. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt, so dass man Disketten als ADF-Image abspeichern kann. Ein nettes Feature ist hierbei die Möglichkeit zur Erzeugung einer leeren ADF. Eine gute Nachricht gibt es hier für User mit HD-Floppy-Laufwerken. Es lassen sich nämlich nicht nur gewöhnliche Abbilder im DD-Format anlegen, sondern ebenfalls welche in High Density mit einer Kapazität von 1,76 MB. Im Zuge dessen kann man auch direkt mit angeben, welches Dateisystem genutzt und ob der Bootblock mit installiert werden soll, so dass die Diskette gegebenenfalls bootfähig wird. Zum Unterpunkt Datum muss man nicht viel sagen, hier kann man sehen, wann das Abbild erstellt wurde. Kommen wir zum Virenscanner. Wie vorhin schon im Block Exploration Mode angedeutet, bietet GoADF auch einen Virenscan für das komplette Abbild. Es basiert dabei auf der XVS Library und bietet somit den besten Schutz für den Amiga. Zu beachten ist hierbei, dass es nur ein Scan ist und kein Virenkiller. Das heißt, ihr bekommt nur eine Rückmeldung darüber, ob ein Virus vorhanden ist oder nicht. Ein ganz besonderes Feature ist meiner Ansicht nach der Image Converter. Ihr könnt hier bequem von DMS nach ADF umwandeln oder in das HXC-eigene Format für den entsprechenden Floppy-Emulator. Komprimierte Images im ADZ-Format lassen sich ebenfalls erzeugen. Zu guter Letzt könnt ihr beliebige ADF- oder DMS-Dateien nun über die virtuellen Laufwerke mounten und darauf zugreifen. Und damit wären wir mit dem Programm auch schon durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und habt nun einen Eindruck davon, was GoADF bietet und ob es für euch ein nützliches Tool sein kann. Mein Dank an dieser Stelle geht dabei an euch, die Community, welche nach über einem Jahr Stillstand meinem Kanal weiterhin die Treue gehalten und mich supportet hat. Nochmal ein großes Dankeschön. Zu guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal.